In diesem Video geht's auf die letzte Etappe entlang der Carretera Austral, auf der wir das Ende der 1247 Kilometer langen Route durch Patagoniens abgelegene Regionen erreichen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Alles Schotterpiste. Ja, so schief schaut man glaube ich noch nicht. Und dann sind wir wirklich am Ende der Straße angekommen. Feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. In den letzten 2 Videos haben wir euch ja bereits mitgenommen auf diese wunderschöne Strecke durch die Fjorde, Wälder und Gletscher Patagoniens. Schaut doch gerne noch mal rein, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Und auch die letzte Etappe bis nach Villa O'Higgins soll noch mal einiges zu bieten haben. Wir freuen uns also sehr auf die letzten Kilometer und was uns hier noch so erwarten wird. 2,60 breit, okay. Wir haben jetzt mal angehalten, genug Schotterpiste. Ja, wir müssen gleich noch ein Stück weiterfahren, aber hier gibt es 2 Flüsse, die hier zusammenfließen und das soll sehr cool aussehen. Und da gehen wir mal hin. Und wir sind natürlich nicht die Einzigen, hier ist ordentlich was los. Wir hören das Rauschen schon und durch die Bäume sieht man auch schon den Fluss. Hier in Patagonien treffen 2 Flüsse aufeinander, der Rio Nef und der Rio Baker. Der Rio Nef bringt durch Gletscher und Sedimentwasser eine graue, fast milchige Färbung mit. Der Rio Baker dagegen ist einer der wasserreichsten Flüsse Chiles und leitet klares Schmelz- und Seewasser, das intensiv türkis erscheint. Am Zusammenfluss ist deutlich zu sehen, wie sich beide Wasserarten zunächst kaum vermischen. Die Farben bleiben erst noch getrennt sichtbar, bevor sie sich nach und nach angleichen. Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Zusammensetzung. Temperatur, Sedimentgehalt und Fließgeschwindigkeit sind verschieden und verhindern eine sofortige Durchmischung. So, wir sind wieder auf dem Rückweg. Haben da unten ein bisschen die Zeit genossen. Julia und Markus auch noch wieder getroffen. Sind Drohne geflogen, wie ihr gesehen habt. Das ist schon echt interessant mit den Farben. Also dieser knallblaue Fluss und dann dieser etwas bräunliche Fluss, der da reinkommt, was das für ein Unterschied ist und was da für Wassermassen zueinander kommen. Also richtig schön. Hier mal kurz anhalten, sich das angucken. Macht auf jeden Fall total Sinn. Wir sind vom Parkplatz losgefahren, aber noch nicht mal bis zum Eingang der kleinen Wanderung, die wir gerade gemacht haben, gekommen, weil hier ist nämlich scheinbar eine Baustelle und die Schlange sieht relativ lang aus. Hoffen wir mal, dass wir nicht ganz so lange warten müssen. Es geht los. Wir haben tatsächlich über eine halbe Stunde gewartet. Jetzt haben wir noch 6 Kilometer zum Stellplatz. Hoffen wir nur, dass der Stellplatz nicht in der Baustelle ist. Dann könnte man den wahrscheinlich nicht anfahren, aber ist da eigentlich passen. Wir sind am nächsten Stellplatz angekommen. Da im Gebüsch stehen wir. Da hinten tankt der LKW Wasser von der Baustelle, wo wir durch sind. Und hier ist der Fluss. Sieht sehr gut aus. Wir starten auf unsere Wanderung. Da gab es die Tickets und da vorne geht es jetzt direkt hoch an
Eigentlich wollten wir direkt um Campground fahren, aber der ist wohl voll. Müssen wir später nochmal gucken. Also gehen wir erstmal wandern. 20 Kilometer, 750 Kilometer. Direkt ab dem Start geht's den Berg hoch. Und dann, aber wenn wir dann einmal oben sind, haben wir alle Höhenmeter des Tages geschafft. 740 sollen es sein. Ich denke mal 700 werden wir dann irgendwie geschafft haben. Und dann geht es gerade und runter und der Rückweg ist auch am See entlang. Und die Landschaft hier erinnert schon sehr an den Yukon. Da unten ist so ein kleiner Ort, drumherum noch Schotterpisten. Und ja, die Bäume werden auch wieder niedriger. Aber sehr, sehr schön. Aber heute ist mal ein bisschen Wind und die Gutwetterperiode der letzten Tage endet auch spätestens morgen. Hoffen wir, dass sie zumindest noch bis morgen hält und wir noch was Sonne heute auf der Wanderung abkriegen und wenig Wind. Wir haben den hügeligen Teil geschafft und jetzt geht es hier durch ja, so ein paar Tannen durch. Aber man sieht immer wieder rechts den See und da kommen wir später noch hin. So langsam geht's schon bergab. Der Weg ist echt schön, ab und zu ein bisschen schmal und ein bisschen viel Gestrüpp, aber passt schon. Wir haben gerade kurz vorm Abstieg eine Mittagspause gemacht mit herrlicher Aussicht. Und jetzt geht es hier runter. Ja, teilweise ist der Weg ein bisschen eng und die Büsche auch ein paar Dornen, aber ja, es geht schon. Und dann sind wir aber bald unten am See und dann geht es schön am See entlang. Wir sind fast unten am See. Geht irgendwie ziemlich zügig. So viel dazu, dass wir nur am Anfang Höhenmeter haben. Es kamen dann doch noch einige Hügel mehr als gedacht dazu. Schon noch ganz weit, ey. Die Lok auch noch, ja, auf dem ganzen Weg. Ich hört gar nicht auf, wenn wir hochgehen. Wir sind bald oben. Da steht ein Zelt. Wir haben es gleich geschafft. Und wir haben auch schon den Campground gesehen. Wir müssen gleich nur noch die Autos holen. Heute Morgen durften wir irgendwie nicht reinfahren, weil es angeblich voll ist. Jetzt ist gar nichts los. Und ich habe schon mal mit dem Campground-Besitzer geschrieben. Und der meinte, ja, wir können kommen. Ich sitze im Camper. Die Wanderung ist zu Ende. Es waren ungefähr 20 Kilometer, 750 Höhenmeter. Julia und Jessie sind schon am Campground geblieben. Der war nicht auf dem Weg und wir
Max und ich fahren jetzt rein. Max ist schon vorgefahren. Wir waren ein bisschen schneller, bis ums Autostart klar zu machen. Jetzt sind es irgendwie noch 400 Meter. Obwohl da steht 300. Warum wir das heute Morgen nicht fahren durften, ist nicht so ganz klar. Aber naja, jetzt dürfen wir rein. Und die Wiese ist riesig. Also für Camper gibt es en masse Plätze. Aber es gibt halt keine Zeltplätze mehr, beziehungsweise keine Plätze mehr, wo man so eine Kabine, so einen Unterstand oder sowas hat. Da brauchen wir ja sowieso nicht. Da kommt Sunny. Man hört ihn schon, da sieht man ihn auch. Wir sind da einmal noch um die Kurve rum, dann einen guten Platz aussuchen. Voilà, ich gegen Pfosten fahren. Wir hätten noch so ein paar Camper Platz. Okay, reicht. Nach dem Bad im See geht's jetzt unter die warme Dusche, die der Campground zu bieten hat. Okay, jetzt schnell unter die warme Dusche. Der Huemul oder auch Südandenhirsch ist eines der seltensten Wildtiere Südamerikas und gleichzeitig das Nationaltier Chiles. Sie sind kleiner und kräftiger gebaut als viele andere Hirscharten und bewegen sich erstaunlich sicher durch steiles, felsiges Gelände. Weltweit gibt es nur noch um die rund 2000 Tiere. Lebensraumverlust, Krankheiten und die Ausbreitung von Viehhaltung haben ihren Bestand über viele Jahrzehnte stark schrumpfen lassen. Der Bereich des Nationalparks, in dem wir uns hier befinden, gehört heute zu den besten Orten, um Huemuls in freier Wildbahn zu beobachten. Wir dürfen hier also eine echte Seltenheit erleben und damit einen ganz besonderen Bewohner Patagoniens. Gestern auch schon, dass vor da so umgefallen war. Guten Morgen, wir sind vom Campground aufgebrochen und jetzt waren wir schon mal kurz ein paar Kleinigkeiten hier einkaufen. Jetzt wollten wir eigentlich tanken. Ja? Und Jessie war gerade fragen und es dauert 2 Stunden, bis die Tankstelle getankt ist. Und in der Zeit darf man nicht Autos tanken. Demzufolge fahren wir jetzt weiter. Ungefähr 500 Kilometer hierhin zurück. Es kommen unterwegs 2 Tankstellen, aber wir haben noch 3/4 voll und noch Reservekanister, also müsste es eigentlich reichen. Einmal hin und zurück bis Via und Higgins und wieder nach hier, um dann hier zu tanken. Shutdown, nicht Shutdown. Hingekackt. Nee, hier ist doch Teat. Ja. Hier heißt doch Ende, oder nicht? Ja. Okay. Da haben sie Schild stehen lassen, obwohl sie es fertig haben. I knew you were the girl
Nach knapp 3 Stunden Fahrt sind wir in Caleta Tortel angekommen und das ist so ein Ort, der liegt da unten im Fjord wahrscheinlich und da kann man so schön über Holzstege gehen und das schauen wir uns jetzt mal an. Caleta Tortel gehört zu den außergewöhnlichsten Orten Patagoniens. Das kleine Dorf liegt zwischen dichtem Wald, steilen Bergen und dem Pazifik und verzichtet fast vollständig auf Straßen. Stattdessen verbindet ein rund 7 Kilometer langes Netz aus Holzstegen die Häuser, Aussichtspunkte und Anlegestellen miteinander. Die Siedlung wurde erst 1955 gegründet und diente ursprünglich als Ausgangspunkt für die Gewinnung von Zypressenholz. Heute ist Caleta Tortel vor allem für seine einzigartige Bauweise und seine spektakuläre Lage bekannt. Von hier aus sind außerdem Ausflüge zu den Gletschern des patagonischen Eisfelds möglich. Für uns allerdings nicht, denn wir haben einige andere Pläne für die nächste Zeit. Hier gehen wir noch lang. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Achtung, hier sind Löcher in den Brettern. Hier gibt es sogar so ein Freiluftmuseum, also ein Außenmuseum einfach. Leider alles auf Spanisch, deswegen verstehen wir nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall ganz cool. Das Örtchen ist auf jeden Fall sehr cool mit diesen ganzen Stegen. Jetzt sind wir mal im Landesinneren sozusagen, nicht am Steg, direkt am Wasser. Und das ist auch ganz cool. Mal gucken, wo es lang geht. Wir mussten gerade noch mal runtergehen, aber jetzt haben wir die letzten Stufen und es waren tatsächlich mehr als erwartet. Aber auf jeden Fall sehr schön. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Zeit einplanen müssen. Aber wir hatten nicht einkalkuliert, dass wir noch so weit fahren müssen heute. Aber gut, jetzt fahren wir noch ein paar Meter zum Stellplatz. Und dann war es das für heute. Wir haben jetzt doch noch in Caleta Tortel getankt. Der Preis ist okay, vielleicht so 5 Cent mehr, als wenn man weiter nördlich tankt. Und jetzt haben wir auf jeden Fall genug Diesel dabei. Und jetzt geht es endlich zum Stellplatz. Unser Stellplatz für die Nacht. Wir haben uns mal so hingestellt, weil es heute Nacht regnen soll. Und hier auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen feucht. In der Hoffnung, dass wir morgen gut rauskommen. Kilometer noch. Guten Morgen, wir sind schon eine Stunde gefahren und stehen jetzt hier in der Schlange zur Fähre nach Puerto Rio Blanco, glaube ich. Die steht auch schon da unten, man hört sie schon laufen. Aber ja, wir müssen noch mal schauen, fährt erst um 10.
halbe Stunde. Und ob wir überhaupt drauf kommen, ist nämlich ziemlich viel los. Da kommt die Fähre. Und da werden wir wohl nicht aufpassen. Da sind 2 Wohnmobile und 3 Autos drauf, wenn ich das richtig sehe. Ah, 4 Autos sehe ich. Vielleicht sind hinter den Wohnmobilen noch Autos. Und ziemlich viele Motorräder. Ach, der hier. So, die Fähre ist jetzt ja angekommen und die Autos sind hier rausgefahren. Ich habe gerade mal gezählt. Es waren 2 Camper, 6 Autos und ein paar Motorräder. Keine Ahnung, vielleicht auch 10 oder so. Ja. Da wir ja an Stelle 20 und 22 stehen, bedeutet das, wenn tatsächlich auf den Fähren immer nur so viele Fahrzeuge drauf passen, dass wir auf der 3. Fähre wären. Das heißt, nicht die um 10, nicht die um 12, sondern die um 2. Und mich wundert es aber, dass sie noch kein Motorrad irgendwie geholt haben, was dazwischen gestellt wird. Ich glaube, der Zwischenstelle ist da einfach nicht. Und die Wohnmobile, die stehen auch noch da, ne? Ja, aber ich glaube, der eine vorne hat auch eine Vorhänge gezogen, der Ach so. da vorne steht. Und die anderen, das ist auch noch keiner drin auf dem Sitzen. Okay. Wenn ich hier geschlafen hätte, hätte ich mich heute Morgen hier um 8 in die Schlange reingestellt. Ja, sicher. Eben kam ein Typ vorbei, der unsere Ausweise sehen wollte. Für die Fähre, das muss man wohl vorzeigen. Und jetzt fährt da die blaue Fähre los. Das hat er auch gesagt, dass die fährt. Aber da passen wir ja nicht drauf. Und die sieht doch ein bisschen oldschool aus. Also Oldschool ist ja völlig egal, aber die ist winzig und vor uns sind ja noch ein paar Autos. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da drauf passen. Ulmis dürfen schon drauf. Das Auto 2 vor uns, da hat einen Platten und der hinter uns kann nicht mehr starten. Aber ich glaube, das war's. Ja, ich denke auch. Sieht tatsächlich aus, als ob wir da noch drauf passen. Und Jessie ist jetzt gerade mal gucken gegangen, wie die Lage ist. Da kommt sie angelaufen. Hören wir mal, was sie sagt. Und? Also wir werden da noch drauf passen. Der parkt jetzt die Motorräder ganz an die Seite und dann passen wir da noch. Okay, hätte ich nicht gedacht, aber gut. Dann fahren wir um 11 Uhr mit der Fähre, die nicht mehr so ganz dufte ist. Dufte. Also vor Ulmis passt. Ah, jetzt ist der Reifenmensch. Ja, die haben den Reifen gerade so gewechselt gekriegt. Na dann vielleicht doch nicht. Ich hätte gesagt, 2 hätten noch gepasst. Weiß ich jetzt nicht. Nee, da kommen wir nicht mehr drauf. Markus schreibt, könnte klappen. Ah, ist zweispurig, ja, dann könnte es vielleicht klappen. Klar, 2 Spuren. Ja, aber die vorderen Plätze sind meistens einspurig. Aber vor. Er hat auch gewunken, wir sollen fahren. Ja. Vor Ulmis passt auch noch einer. Ja, ja, das ist gerade der andere. Ah, Não é turbinada. oh, solo un poquito es mayor. Turbo. Oh, no turbo. No. Okay. How do you come here in America with truck? We shipped it from Germany to Canada. Canada. Went up to Alaska. Roading from Canada to here. Yeah. Oh, all the way to Alaska, United States, Central America. Yeah. Yeah, a long way. Yeah. Alaska from Ushuaia. Yeah. Congratulations. Thank you. Wir haben es tatsächlich auf die Fähre geschafft, als Letzte. Alles relativ eng, aber wir sind unterwegs und wahrscheinlich in einer halben Stunde schon drüben. Da rechts in der Ecke, da müsste gleich der Anleger sein.
Man sieht leider, wenn wir vorne am Fahrerhaus sitzen, einfach gar nichts, weil da einfach die Luke ist. Aber wir sind fast da. Das heißt, wir waren uns startklar. Fahr doch schon mal los, schreibt Markus. Bist du? Ja. Okay. Wir haben es geschafft und sind als erstes von der Fähre runtergefahren. Auch eine ganz witzige Überfahrt. Da waren so ein paar Brasilianer. Die hatten keine Lust auf Karneval. Deswegen sind sie jetzt gerade noch von Brasilien eine Woche hier hingefahren und fahren dann in einer Woche wieder zurück. Also eine Woche Fahrzeit, weil sie fahren nämlich 1000 Kilometer am Tag. Ist schon sportlich, ist so. Würde ich mal sagen. Und jetzt haben wir noch so ungefähr 100 Kilometer bis Villa O'Higgins vor uns. Und wahrscheinlich auch alles Schotterpisten, oder? Ja, alles. Alles Schotterpisten. Oh ja, okay. Oh, Freunde. Weiter will ich nicht fahren, damit Skifahren. Ja. Jetzt stehen wir ja an der Baustelle, ey. Wir stehen sowas von schief. Ja, so schief stand man glaube ich noch nicht. Nee, wir haben ein bisschen Schiss, dass wir umfallen. Nee, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ist schon schief. Das ist schon richtig schief. Ist das Absicht, dass das alles auf der Straße landet? Wir sind jetzt schon durch Villa O'Higgins durchgefahren und jetzt fahren wir noch 5 Kilometer. Also von Villa O'Higgins sind glaube ich 8. Und dann sind wir wirklich am Ende der Straße angekommen. Da gibt es nochmal ein Schild, da müssen wir natürlich ein Foto machen. Und damit haben wir, und natürlich auch Julia und Markus, die uns hier ja wieder begleiten, das Ende dieser ganz besonderen Strecke erreicht. Jetzt geht es für uns wieder ein ganzes Stück zurück auf dieser Strecke, bis wir wieder abbiegen. Denn unser nächstes Ziel wartet schon, der Patagonia Nationalpark. Das seht ihr aber erst in der kommenden Woche. Wir freuen uns, dass ihr uns auf unserer großen Reise begleitet und über jede Unterstützung, sei es per Like, Kommentar, Abo, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Das ist wirklich toll. Danke. Und wer sich zum Ende noch fragt, ob wir diese hunderte Kilometer Schotterpiste wirklich unbeschadet überstanden haben, ja, nicht so ganz. Auf unserem Weg hoch haben wir festgestellt, dass wir Luft verlieren und mussten einen Reifen wechseln. Das ist hier ja aber zum Glück schnell gemacht und es kann weitergehen. Also, bis nächste Woche.